Von den Ödlanden Nordamerikas bis ins eisige Reich der Antarktis. Die Welt ist ein wilder und gefährlicher Ort. Eine Generation ist vergangen seit dem Ende des amerikanischen Bürgerkriegs und Königin Victoria sitzt seit über 40 Jahren auf dem britischen Thron. Während Louis Napoleon in Europa ein Bündnis schmiedet, werden die Nationen des fernen Ostens zu Aktionen gegen die wachsende Bedrohung durch den Westen aufgepeitscht. Und nun haben die größten wissenschaftlichen Köpfe der Zeit Geheimnisse gelüftet, auf die die Menschheit nicht vorbereitet war. Geheime Wissenschaft und fremde Technologien haben die Welt an den Rand der Vernichtung gebracht. Das Zeitalter der Dystopie hat begonnen. Eine uralte Wesenheit hat die Menschheit seit Jahrtausenden für ihre eigenen Zwecke subtil manipuliert. Diese Einmischung hat andere dazu veranlasst, sich für die Menschheit zu interessieren. Und ihr Wissen ist in die Hände einer Allianz von Wissenschaftlern gefallen, die als der Bund der Erleuchteten bekannt ist. Durch die Kombination des neu entdeckten Elements 270 mit einer grenzenlosen Energiequelle namens RJ1027 haben die Erleuchteten ein Zeitalter des phänomenalen wissenschaftlichen Fortschritts eingeleitet, indem sie Projekte und Ideen verwirklichen, die nur ein Jahrzehnt zuvor undenkbar waren. Dieser unverdiente und unzusammenhängende wissenschaftliche Fortschritt kennt jedoch weder Moral noch Vorsicht. Durch Manipulation, Angst oder Eroberung haben viele Nationen der Welt Allianzen mit gegenseitigem wirtschaftlichem und defensivem Nutzen gebildet. Die übrigen großen Industrienationen der Welt mussten trotz ihrer eigenen Macht schnell feststellen, dass sie diesen Allianzen unterlegen sind und wurden so selbst zu großen Bündnissen gezwungen, bis, als das Ende des Jahrhunderts näher rückt, 7 eigenständige Machtblöcke entstanden sind. Diese 7 Großmächte scheinen in ihrem Kriegspotenzial fast ebenbürtig zu sein. Und wenn ein totaler, globaler Krieg ausbrechen würde, gäbe es wahrscheinlich keinen Sieger. Während die Welt am Rande eines so katastrophalen Krieges steht, kämpfen die Großmächte unermüdlich um einen entscheidenden Vorteil. Sie nutzen dabei eine Mischung aus militärischer Macht, Täuschung, Diplomatie und Wirtschaft. Das dystopische Zeitalter ist eine Ära, in der der Einzelne seine Spuren hinterlassen kann. Viele kämpfen für persönliche Bereicherung oder aber zum Ruhme und der Verteidigung der Nation. Ganze Regionen wurden durch den Konflikt verwüstet. Doch andere sind relativ unberührt geblieben und durch die massive Expansion von Industrie und Technologie zu Bienenstöcken der Produktion verwandelt worden, die die Brände dieses schrecklichen Kampfes nähren. Schlimmer noch, es scheint, dass sich die Welt selbst verändert, als ob der tobende Konflikt sowohl die natürliche als auch die menschliche Ordnung umgibt. Bizarre Wetterereignisse brechen mit zunehmender Regelmäßigkeit aus. Mächtige Stürme wüten und verschwinden dann plötzlich. Auf See und in der Luft verschwinden Schiffe und Flugmaschinen auf mysteriöse Weise, nur um dann Meilen abseits vom Kurs wieder aufzutauchen, ohne dass sich ihre Besatzungen an die fehlende Zeit erinnern. Es gibt Schlüsselregionen auf der ganzen Welt, die denen, die es wagen, sie in Anspruch zu nehmen, einen entscheidenden Vorteil verschaffen würden. Dies sind die Fundorte von Artefakten außerirdischen oder jenseitigen Ursprungs. Die Erleuchteten haben eine seltsame Struktur in der sudanesischen Wüste entdeckt. Dies ist zweifellos die Ursache für ihre Präsenz in der Region und der Grund für ihren erbitterten Widerstand gegen die Ostexpedition der britischen Krone. Noch weiter östlich, in Afrika, bezeugen die Straßen von Lagos jede Nacht außergewöhnliche Maskeraden, in denen die phantasmagorischen Darbietungen den Kampf zwischen den Agenten des Dunklen Rates und den Outlaw-Gilden um die Kontrolle der Stadt verbergen. Am wichtigsten ist jedoch vielleicht der Konflikt an der amerikanischen Grenze. Die Union der föderierten Staaten ist traumatisiert und verhärtet aus einem blutigen und langwierigen internen Konflikt hervorgegangen, der als der Erzkrieg bekannt ist. Sie versuchen nun, ihre Herrschaft über das ausgedehnte und gesetzlose Land, das von der stolzen Kriegernation, allen möglichen gesetzlosen, wilden Kreaturen und Elementen der Erleuchteten beansprucht wird, brutal durchzusetzen.
Die Städte an der Ostküste der Union sind schmucklose und ferne Orte im Vergleich zu den schnell wachsenden und pulsierenden Städten, die im Westen entstanden sind. Städte wie Red Oak, Tombstone, Deadwood und Retribution konkurrieren miteinander um die exotischsten und tödlichsten der Bewohner, die das Grenzgebiet ihr Zuhause nennen. Im Westen agieren Fraktionen jenseits der Kontrolle der globalen Machtblöcke. Während diese Kräfte an der Grenze die größere Welt um sich herum nicht ignorieren, hat sie wenig unmittelbare Auswirkungen, da die Union sowohl als Beschützer als auch als Unterdrücker fungiert und die Grenze von der restlichen Welt isoliert. Mit Ausnahme der wenigen Akteure, die durch das immer enger werdende Netz schlüpfen. Denn im Westen gibt es viel mehr zu holen als ein Stück harter Erde und ein paar Gramm Gold. Die Grenze ist ein Ort, an dem ein Mann oder eine Frau nicht nur sein oder ihr Glück machen, sondern zur Legende werden kann. Eine Legende, an die man sich erinnern wird. Eine Legende, die man fürchten sollte. Willkommen im Wilden Westen.